Hi, ich bin der Olli von Bike24. Ich bin heute hier bei Cube und hi Frank, schön, dass ich hier sein darf. Stell dich doch mal kurz vor. Servus, ja, ich bin tätig hier im Product Management und werde euch heute unser neues Aero High-End Rennrad Lightning C68X vorstellen. Die Hauptaufgabe bei dem Projekt war wirklich, die Aerodynamik zu optimieren. Und Aerodynamik ging für uns Hand in Hand mit Integration. Also clean, saubere Profile, keine Kabel, die irgendwo außen entlang gehen, Ja. alles schön im Rahmen verlegt. Und es war dann auch klar, dass wir auf keine Standardlösungen zurückgreifen. Also Lenker-Vorbaueinheit wollten wir alles in einem machen, mit voller Kabelintegration, auch mit einer optimierten Aerodynamik. Kannst du mir mal bitte hier das Muster geben? Ja, klar. Da sieht man das schön. Die Frontflächen sind einfach super clean, super gering, super Aerodynamik. Man sieht hier auch, wie die Kabelführung verläuft. Also Ja. alle Kabel sind im Lenker integriert, gehen direkt in die Gabel, in den Rahmen und kommen dann jeweils erst immer unten kurz vor den Bremssätteln raus. Ja, hier kann man auch im Falle von Shimano Di2 schön die Kupplungen verstecken und noch ein kleines Feature, was wir oben drauf geben, was auch im Lieferumfang enthalten ist. Wir haben eine eigene Lösung für ein Garmin-System entwickelt. Ja, sehr cool. Ja, haben den Halter auch so dimensioniert, dass man Garmin-Systeme und Wahoo-Systeme benutzen kann. Das ist ein eigenes Insert, kann man 90 Grad verdrehen Okay. und beide Systeme nutzen. Kommt, wie gesagt, bei allen 4 Modellen im Serienumfang mit. Ansonsten generell die Frontflächen, wenn du das ansiehst, wie schmal das Steuerrohr ist. Ja, Ja. das sind auch so Geschichten, die wir gelernt haben aus der Entwicklung von unserem Aerium TT, unser Zeitfahrrad. Da haben wir viel Input schon in dieses Rad einfließen lassen und sind zum Beispiel auch zu dem Schluss gekommen, dass wir die Plattform nur mit Scheibenbremse entwickeln. Ja? Wir Okay. haben viele Messungen gemacht, schon im Windkanal, und haben dann beim Zeitfahrrad und auch bei der Plattform entschieden, wir gehen nur auf Scheibenbremse und auch in den 4 Versionen nur auf elektronische Schaltung. Also Okay. einmal kabelgebunden Ja. bei Shimano oder wie wir es jetzt hier bei der Ausstattungsversion haben, komplett ohne Kabel mit SRAM AXS Technologie. Ja. Ist das mit Disk auch wirklich aerodynamischer? Es ist so, ja. Man kann auch sehr aerodynamische Felgenbremsräder entwickeln, wie bei unserem Triathlon-Modell Aerium. Ja. Aber wir sind hier natürlich auch an UCI-Regularien gebunden. Ja, das Rad Ja, war okay. ja jetzt in der Tour de France auch unterwegs. Wir haben das Glück, im 3. Jahr mit einer Wildcard mit unserem Team in der Tour de France unterwegs zu sein. Okay. Und da haben die Messungen gezeigt, in der Summe liegen Felgenbremse und Scheibenbremse hier mittlerweile auf Augenhöhe oder sogar mit leichten Vorteilen für die Scheibenbremse. Deshalb haben wir den Entschluss gefasst. Ja. Und die Bremsperformance ist wahrscheinlich besser mit Scheibenbremse. Absolut, absolut. Der Fahrer kann viel später vor der Kurve noch kontrolliert bremsen und kommt in der Summe schneller durch die Kurve durch Ja. als mit einer Felgenbremse. Wenn man dann noch mit Nässe oder so zu kämpfen hat, man weiß es, dann Ja. ist das ein Riesenvorteil mit der Scheibenbremse. Und wie sieht es bei dem Rad eigentlich mit dem Komfort aus? Also es sieht ja schon eher aus wie ein Aerorad und das ist normalerweise ja Stimmt. eher nicht so. Stimmt, wenn man jetzt so ein ganz kritisches Bauteil wie die Sattelstütze ansieht, die ist natürlich durch das aerodynamische Profil erstmal von der Theorie her, vom Komfort her ungünstig gestaltet, sehr lang, sehr schmal, aber wir haben das durch das Layup auch gelöst. Also die Art und Weise, wie wir die Carbonfasern, die Lagen da verwenden, bringt uns einen unheimlichen Komfort. Man kann das in Messungen Okay. auch sehen, wie sehr das sich nach hinten noch, sage ich mal, wegbiegt und dem Fahrer dann auch auf langen Etappen oder wenn man von Kopfsteinpflaster-Etappen Ja. spricht, doch einfach weniger ermüden lässt. Ja. Und wie breite Reifen kann man hier fahren? Ich meine, das ist ja auch ein Thema für Komfort. Genau, unsere Teams sind ja nicht nur in der Tour de France, sondern auch bei den Frühjahrsklassikern unterwegs. Wir haben die Plattform jetzt so ausgelegt, alle Lightnings sind bis 28 mm Reifen freigegeben. Okay. Lieferzustand sind 25, aber wenn jemand noch ein bisschen mehr Komfort haben will oder auf schlechten Straßen unterwegs ist,
kann er vorne wie hinten auf 28 mm Reifen upgraden. Okay, und wo ist das, dieses Lightning hier in der Modellserie einzuordnen? Also welches Modell ist das? Wir fangen an mit dem Modell Pro, was mit einer Shimano Ultegra Di2-Ausstattung kommt. Dann haben wir hier dieses Modell in der schönen neuen Teamline-Optik. Ja. Modell Race ist dann mit Force AXS-Schaltung. Ja. SL ist noch eine Variante drüber mit Dura-Ace Di2 und unser Topmodell SLT, dann mit den ganz hohen Carbonfelgen auch. Kommt mit SRAM Red AXS-Schaltung. Und für wen würdest du sagen, ist dieses Rad gemacht? Es ist natürlich nicht nur für die Profi- oder Amateur-Racer, sondern ich würde auch sagen für ambitionierte Hobbyfahrer, die technikaffin sind, die Aerodynamik zu schätzen wissen, auch die cleane Optik, also doch ein sehr breiter Einsatzbereich. Wir haben auch den Vorteil mit dieser Vollintegration, wir haben eine Steuersatzlösung zusammen mit Acros entwickelt. Es sind auch Spacer noch verbaut im Lieferzustand. Es sind zweiteilige Spacer, die ich wie ein Puzzlestück zusammensetzen kann, kann dann meine Lenkerhöhe noch anpassen, ohne dass ich jetzt die voll integrierten Bremsleitungen nochmal öffnen müsste. Also da haben wir schon Spielraum. Ist nicht jeder der Profi-Racer, der super flach fahren will, sondern auch Hobbyfahrer, die auf dem Rad Spaß haben sollen. Das sind auf jeden Fall echt clevere Lösungen. Also man sieht ja auch, dass dieses Rad echt super clean ist. Man sieht kaum Kabel, also mir persönlich fällt nur hier ein Stück Kabel auf und hier vorne an der Gabel. Aber sonst habt ihr da echt ganze Arbeit geleistet, würde ich sagen. Ja, und die Messergebnisse bestätigen die Sache auch. Also wir haben hier im Vergleich zum Vorgängermodell eine aerodynamische Ersparnis von ungefähr 30% erreicht, im Windkanal gemessen. Okay, und was heißt das jetzt für mich auf der Straße? Wie viel Watt spare ich da zum Beispiel? Kann ich in dem Falle fast 1:1 auch in 30 Watt Leistung umrechnen. Also ich kann die Geschwindigkeit mit 30 Watt weniger Leistung halten oder eben mit meiner gleichen Ausgangsleistung bin ich einfach schneller im Ziel mit dem Rad. Das ist wirklich messbar und spürbar. Okay. Und solche Effekte treten jetzt nicht nur bei Geschwindigkeiten auf, die Tour de France Profis fahren, sondern schon auch in dem Geschwindigkeitsbereich, die Hobbyfahrer fahren und die können diesen Effekt auch deutlich spüren. Ja, und was wiegt euer neues Lightning eigentlich? Gewicht ist natürlich bei so einem aerodynamischen Rad immer wichtig und wir haben hier auch einen Spitzenwert, weil das Rahmenset liegt ungefähr bei 1 Kilo, was ganz, ganz wenige oder eigentlich kein anderer Mitbewerber in diesem aerodynamischen Bereich schafft. Im Komplettrad sind wir jetzt hier bei dieser Ausstattungsversion bei 7,7 Kilogramm. Geht natürlich noch leichter in den hochpreisigeren Ausstattungsversionen bis hoch zum SLT. Okay, was wiegt das SLT? Da sind wir noch mal gute 400 Gramm leichter bei dem Rad. Aber natürlich auch immer mit den hohen, aerodynamisch wertvollen Laufrädern. Der Kunde hat immer noch Möglichkeiten, sich das Ganze ein bisschen gewichtsoptimierter zu tunen. Ist immer sehr individuell, die Vorlieben. Alles klar, Frank. Dann vielen Dank für die coole Produktvorstellung. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Und wenn euch das Rad gefallen hat, dann schaut einfach mal bei uns im Shop vorbei. Ansonsten war es das für heute von mir. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ciao, ciao.